Grüßt euch, ich bin Udo, Produkttester von Ticket to the Moon. Was wir gut empfinden, wenn du in eine Hängematte dich reinlegst, dann packt die dich so. Das ist so ein Babygefühl, damals im Mutterleib so irgendwie. Weil das packt dich wirklich und du guckst in den Himmel. Und du siehst dann nachts die Sterne oder du siehst einfach, was in so einem Baum eigentlich lebt. Ne? Da leben so viel, das sieht man bewusst zum ersten Mal eigentlich. Und dieses kleine Schaukeln, da geht man da weg, man schläft wirklich ein bisschen ein oder man döst und es ist einfach entspannt, ein Buch zu lesen. Oder ich mit dem Fotoapparat. Das ist einfach Entspannung, das ist Entspannung pur. Ich habe jetzt in Österreich 292 verschiedene Tiere fotografiert. Aber nicht in einem Jahr, sondern Jahrzehnte braucht man dafür. Ne? Also mir fehlt noch die Blauracke. Außergewöhnlich ist die Fotografie so, wie ich es betreibe. Ich fange mal an mit dem, ich bin früher mit einem 800er von Canon rumgelaufen. Das ist so ein richtiger Kavanzmann, schwer wie Schwein. Mittlerweile tue ich gar nicht mehr fotografieren, nur noch filmen mit einem Spektiv. Und zwar, wo man wie ein Fernglas, nur halt große 60-fache vergrößern. Da kommt mein Handy drauf und ich tue nur noch filmen mit diesem Teil. Das war in Belgien, in den Ardennen. Das ist ein Weibchen und ein Männchen. Und der war aber wirklich 500 Meter, 600 Meter waren die weg. Und da kommt noch einer hinzu. Und das ist es, was ich einfangen will. Ich will den Leuten, die Tiere nicht in der Natur stören. Auch wenn es so ein bisschen flimmert, das ist mir egal. Ein Schwarzstorch mit einem Graureiher so zu filmen, das schafft nicht jeder. Nicht jeder. Das ist einfach, ich fange das ein, was ich in dem Moment sehe. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das werde ich nie wieder in meinem Leben vergessen. Also letztes Jahr Silvester. Und da habe ich diese Kronkorken überall gefunden. Überall liegen die auf der Straße. Habe ich mir einen genommen und habe mir gedacht, irgendwie, da musste man was mit draus machen. Das ist so eine Verschwendung, das Material, und das wird immer weggeschmissen. Es wird produziert zum Wegschmeißen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt baue ich eine Samurai-Rüstung raus. Und habe jetzt angefangen, damit eine Yoroi zu bauen. Das ist die japanische Samurai-Rüstung in Kriegszeiten. Also so sehen die aus. Also mit richtig schönen, auch seltene sind dabei. Ne? Die haben alle unterschiedliche. Das ist alles Champagner aus Frankreich. Also angefangen habe ich vor 8 Jahren mit der Hand. Also eine Handkotte. Da habe ich 380 Stunden für gebraucht. Jetzt mit den Kronkorken, also man kann sagen, für ein Plättchen, also ein Kronkorken, den man abmacht, also vom Abmachen des von dem Metalllösen bis ein Plättchen fertig ist, brauche ich 45 Minuten. Für ein Plättchen. Ich habe aber ausgerechnet, ich brauche 5800 Stück für die ganze Rüstung. Wenn es stimmt. Ne? Also kann man sagen, in 2 Jahren bin ich vielleicht fertig. Das wird dann später hier hinkommen als Schutz. Wird natürlich größer, weil ja die ganzen Arbeiten noch fallen. Und das sind alles diese Kronkorken. Ich weiß nicht, ob das Kronkorken, Agaffen heißt das, glaube ich. Sowas, das sind die Ideen, die ich habe. Und so sind die Kronkorken zu der Samurai-Rüstung gekommen. Also mein Kopf ist irgendwie, keine Ahnung, ein 4D-System. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken kann. Mein Grundgedanke ist, es wird so viel weggeschmissen, was kaputt ist. Ich nehme das kaputt und versuche es heile zu machen. Kaputt ist es ja schon. Und das fasziniert mich, dass man aus so vielen Sachen noch was machen kann. Elektronisch, da habe ich keine Ahnung, aber ich tue viele Sachen zweckentfremden, die eigentlich gar nicht, auch Ticket to the Moon,
Letzte Woche ein Problem gehabt, Auto war im Graben, anderes Auto genommen, Ticket to the Moon, Hängematte drangehangen, rausgezogen und fertig. Es ist nicht dafür da. Aber darum geht's mir nicht, sondern es geht mir einfach darum, was kann ich mit dem Material machen, was ich gerade zur Verfügung habe. Ja, ich hab vom Flo habe ich eine Hängematte gekriegt, die erste, die King Size mit einer Plane. Und die haben wir dann 8 Jahre in meinem Waldgrundstück hängen gelassen. Und so haben wir dann zuerst mal, glaube ich, rausgekriegt, wie lange das Material eigentlich hält. Ne? Also, da ich ja, also 8 Jahre in einem Waldgrundstück, wo praktisch Sachen drauf fallen, wo die Vögel drauf pullern, was weiß ich nicht, was die alles machen. Wind, Wetter, von der Hängematte an sich ist nichts kaputt. Beim Tarp sind aber die Seitendinger ausgerissen, ne? Die Schnüre, die werden durch die Sonneneinstrahlung im Sommer, ne, wird diese Schnüre, die werden halt porös und die reißen dann ab. Und Naht ist niemals aufgegangen, aber undicht wird sie halt. Ne? Ihr müsst bedenken, Otto Normalverbraucher macht vielleicht 10-mal, baut er das auf, baut es wieder ab, nimmt es nach Hause. Aber so war das 8 Jahre nonstop mit Schnee. Und bei Schnee, wenn da wirklich viel Schnee drauf kommt, ist das natürlich so eine Gewalt, dann reißen auch die Bänder auf. Oder diese, nennt man die Plastikner, die reißen halt ab. Weil dafür ist sie eigentlich nicht gedacht. Ne? Und bei 8 Jahren, und wir haben sie letztes Jahr mitgenommen. Und wir waren erstaunt, okay, wenn du sie richtig mit Daumensystem so drehst, also du hast hier den Stoff und drehst den so, dann geht's natürlich kaputt, weil es ist nicht dafür gedacht, das so lange draußen, sondern es ist einfach eigentlich konzipiert für einen Urlaub oder für, wenn man im Wald geht, oder jetzt das neue System mit dem Fahrrad, dass du mit dem Fahrrad die Hängematte mitnehmen kannst und sowas. Das ist natürlich Langzeittest, und die machen ganz wenige Firmen machen Langzeitteste. Die Natur ist das Wichtigste, was der Mensch braucht. Ohne Natur werden wir oder sind schon. Die Natur hilft uns, frei zu werden. Frei von dem ganzen Alltagsstress, diese Lärm, das hat die Natur nicht. Und also wir helfen denen quasi runterzufahren mit dem, was hier drin ist. Wir haben also hektisch. Es gibt keine Hektik nach der Natur. Ist einfach, wirst zeitlos. Das fehlt uns.